Haben Sie jemals gedacht, dass die Natur echtes Chaos verursachen kann? Denken Sie an die letzten 30 Jahre. Es war ein echter Härtetest, der uns buchstäblich in den Kampf mit den Elementen geworfen hat. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie die Welt sich anpasst oder verliert und was dabei herauskommt im Wettbewerb mit der Natur. Spüren Sie, wer hier wirklich das Sagen hat. Nun, es wird heiß, das verspreche ich. Am 28. September 2018 wurde die Insel Sulawesi in Indonesien von einem Erdbeben der Stärke auf der Richterskala heimgesucht. Infolge dieser Naturkatastrophe traf ein Tsunami mit einer Höhe von 5 bis Fuß die Stadt Palu und mehrere Ortschaften in den Bezirken Donggala und Mamuju, die in den Provinzen Zentral-Sulawesi und West-Sulawesi liegen. Die Zahl der Todesopfer überstieg 1400 Menschen. Der Großteil von ihnen befand sich in Palu, wo zu diesem Zeitpunkt ein großes ethnokulturelles Festival stattfand, das viele Menschen anzog. Der Hurrikan, der am 19. September 2017 die Insel Dominica traf, führte zu verheerenden Folgen. Mehr als 90% der Gebäude auf der Insel wurden beschädigt oder vollständig zerstört. Neben Dominica erlitten auch Guadeloupe, Martinique und die Insel Santa Cruz erhebliche Schäden, die zu den amerikanischen Jungferninseln gehört. Am nächsten Morgen, dem 20. September, erreichte das Unwetter Puerto Rico und verursachte massive Überschwemmungen und Zerstörungen. Das gesamte Gebiet des Landes blieb ohne Stromversorgung. Die Kommunikation war gestört. Rund Millionen Einwohner blieben ohne Strom. Im Jahr 2018 überarbeiteten die Behörden von Puerto Rico die Daten zur Anzahl der Todesopfer und erhöhten die Zahl auf 2975 Personen. Ende Juli 2013 führten sintflutartige Regenfälle im fernen Osten Russlands zu einem starken Anstieg des Wasserspiegels im Fluss Amur, was zu umfangreichen Überschwemmungen in der Region führte. Der Wasserabfluss im Amur erreichte Millionen Kubikfuß pro Sekunde, während die Norm bei über 706.000 Kubikfuß liegt. Würfe. Fuß. Von den Überschwemmungen waren Regionen wie die Oblast Amur, die Oblast Magadan und die jüdische autonome Oblast betroffen. Sowie die Regionen Primorje und Chabarowsk sowie die Republik Sacha, Jakutien. Über 3 Millionen Quadratmeilen Land wurden überflutet. Mehr als 1000 Wohnhäuser wurden überschwemmt. Über 135.000 Menschen waren betroffen. Der Gesamtschaden belief sich auf über eine halbe Billion Rubel, was diese Überschwemmungen zu einer der kostspieligsten Naturkatastrophen in der Geschichte Russlands machte. Taifun Haiyan. Der im November 2013 ausgebrochene Taifun ging als einer der stärksten tropischen Wirbelstürme in die Geschichte ein, die jemals von Meteorologen registriert wurden. Die Hauptstoßwelle traf die Philippinen und die umliegenden Staaten. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen belief sich die Gesamtzahl der Betroffenen auf über 11 Millionen Menschen, von denen die meisten auf den Philippinen lebten. Tausende Menschen verloren ihre Häuser und 530.000 mussten evakuiert werden. In Vietnam betraf die Evakuierung mehr als 600.000 Bürger. Der Taifun zerstörte etwa 585.000 Wohnhäuser und verursachte schwere Schäden an weiteren 588.000 Gebäuden. Ein Erdbeben mit einer Magnitude von 9, das in der Nähe der Insel Honshu in Japan stattfand, führte zu einem starken Tsunami, der erheblichen Schaden in den nördlichen Regionen des japanischen Archipels verursachte. Die Gesamtzahl der Todesopfer der Katastrophe belief sich auf 19.747 Menschen. Weitere 2.556 Menschen wurden in 6 Präfekturen als vermisst gemeldet. 6.242 Menschen wurden in 20 Präfekturen verletzt. Nach der Tragödie waren Tausende von Überlebenden von der Außenwelt abgeschnitten. Rettungsaktionen ermöglichten jedoch die Rettung von über 25.000 Menschen. Der wirtschaftliche Schaden durch das Erdbeben vom 11. März 2011 wird auf eine Summe zwischen 198 und 309 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Obwohl beim Vulkanausbruch im Jahr 2010 niemand ums Leben kam, hatte dieses Ereignis erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, insbesondere in Europa. Enorme Wolken aus vulkanischer Asche, die in die Atmosphäre ausgestoßen wurden, stoppten den Flugverkehr nahezu vollständig. In den Ländern Europas. Diese Naturkatastrophe beeinflusste das Leben von Millionen Menschen sowohl in der Europäischen Union als auch in Nordamerika erheblich. Tausende Flüge, einschließlich Passagier- und Frachtflüge, wurden gestrichen. Fluggesellschaften verloren täglich über 200 Millionen Dollar. Am 12. Januar 2010 standen die Bewohner der Insel Haiti vor einer der größten Katastrophen in ihrer Geschichte. Eine Serie von Erdstößen, die an stärkster eine Magnitude von 7 auf der Richterskala erreichte, führte dazu, dass ein erheblicher Teil des Landes in Trümmern lag. Selbst der Präsidentenpalast, der als eines der stabilsten Bauwerke des Landes galt, wurde zerstört. Offiziellen Angaben zufolge kamen durch das Erdbeben und seine Folgen über 222.000 Menschen ums Leben und 311.000 wurden unterschiedlich schwer verletzt. Millionen von Haitianern wurden obdachlos. Obwohl eine Magnitude von 7 Punkten für seismologische Ereignisse nicht als selten gilt, waren die Ausmaße der Zerstörung in Haiti so erheblich aufgrund der extrem abgenutzten Infrastruktur und der schlechten Bauqualität der meisten Gebäude. Am 2. Mai 2008 traf der tropische Zyklon Nargis auf Myanmar, ein Land in Südostasien, das im Westen der Indochina-Halbinsel liegt. Weniger bedeutende Auswirkungen waren auch in Sri Lanka, Bangladesch und Thailand zu spüren. Die Windgeschwindigkeit erreichte Meilen pro Stunde. Laut den Vereinten Nationen wurden etwa 1,5 Millionen Menschen schwer von der Naturkatastrophe betroffen. 90.000 Menschen kamen ums Leben. Weitere 56.000 werden vermisst. Am stärksten betroffen war die größte Stadt des Landes, Yangon. Und viele Ortschaften wurden buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Ein Großteil des Landes blieb ohne Strom, die Straßen waren mit Müll und Baumtrümmern übersät, die Telefonverbindungen waren unterbrochen und der Zugang zum Internet war nicht mehr möglich. Ende August 2005 traf der Hurrikan Katrina die südöstliche Küste der USA im Bereich des Golfs von Mexiko. Die Hauptlast traf die Stadt New Orleans und den Bundesstaat Louisiana. Das steigende Wasser durchbrach die Schutzdämme, die die Stadt umgaben, wodurch etwa 80% des Stadtgebiets überflutet wurden. Ganze Stadtviertel wurden zerstört, die Infrastruktur, das Verkehrsnetz und die Kommunikationssysteme wurden vernichtet. Der Hurrikan forderte 1836 Menschenleben und mehr als 1 Million Menschen wurden obdachlos. Der wirtschaftliche Schaden dieser Katastrophe wird auf 125 Milliarden Dollar geschätzt. In den folgenden 10 Jahren konnte sich New Orleans nicht vollständig erholen und zum früheren Leben zurückkehren. Am 8. Oktober 2005 ereignete sich ein Erdbeben mit dem Epizentrum in der Region Kaschmir in Pakistan. Die Stärke der Erschütterungen betrug Punkte auf der Richterskala. Die pakistanische Regierung bestätigte den Tod von 86.000 Menschen, obwohl inoffizielle Quellen auf eine mögliche Erhöhung der Opferzahl auf 100.000 hinweisen. In Indien betrug die Zahl der Todesopfer 1.380 Menschen. Dieses Erdbeben war das stärkste in Südasien in den letzten 100 Jahren. Es wurden 32.000 Gebäude zerstört, wodurch etwa 4 Millionen Menschen obdachlos wurden. Der finanzielle Schaden, den Pakistan erlitten hat, wird auf 12 Milliarden Dollar geschätzt. Der 26. Dezember 2004 wird in der Erinnerung der Menschheit als der Tag bleiben, an dem eine riesige Welle die Küsten vieler Länder im Indischen Ozean traf. Alles begann mit einem starken Erdbeben mit einer Magnitude von bis zu Punkten, das in der Nähe der Insel Sumatra stattfand. Dies löste eine riesige Welle aus, die über 49 Fuß hoch war. Diese breitete sich über den gesamten Ozean aus und fegte Hunderte von Siedlungen und beliebten Badeorten von der Erdoberfläche. Der Tsunami erfasste die Küstengebiete von Ländern wie Indonesien, Indien, Sri Lanka, Australien, Myanmar, Südafrika, Madagaskar, Kenia, die Malediven, die Seychellen
Oman und andere Staaten entlang der Küsten des Indischen Ozeans. Offizielle Daten berichten von über 300.000 Todesopfern bei dieser Katastrophe. Dabei wurden viele Leichen nie gefunden. Die Welle trug sie ins offene Meer. Die Folgen dieser Katastrophe waren enorm. An vielen Orten wurde die Infrastruktur nie vollständig wiederhergestellt. Nach dem Tsunami von 2004. Im Sommer 2003 wurde Europa von einer anomalen Hitzewelle heimgesucht, die von Juli bis August andauerte. Die Ursache für den Temperaturanstieg war eine Kombination aus heißer Kontinentalluft und südlichen Winden. Dies führte zu einer Abschwächung der kühlenden Wirkung des Atlantischen Ozeans auf das Klima Westeuropas. Die Gesamtverluste unter der Bevölkerung beliefen sich auf über 70.000 Menschen. In Italien wurden etwa 20.000 Todesfälle registriert. In Frankreich zwischen 14.800 und 19.000. In Spanien fast 13.000. In Deutschland etwa 1.000. In den Niederlanden etwa 1.000 Menschen. Opfer wurden auch in anderen Ländern verzeichnet, jedoch in deutlich geringeren Mengen. In den von der anomalen Hitze betroffenen Regionen wurde ein Rückgang des durchschnittlichen landwirtschaftlichen Ertrags um 10% sowie eine Reduzierung des Bruttoinlandsprodukts um 0,5% verzeichnet. Am 26. Januar 2001 ereignete sich im indischen Bundesstaat Gujarat, der im Südwesten des Landes liegt, ein Erdbeben der Stärke 7 von 7 Dezimalen. Punkte. Die größten Zerstörungen ereigneten sich in den Städten Bui und Ahmedabad. Das Erdbeben forderte das Leben von über 20.000 Menschen, von denen 15.000 Einwohner der Stadt waren. Butch. Weitere 167.000 Menschen erlitten verschiedene Verletzungen. Darüber hinaus wurden 339.000 Gebäude zerstört und etwa 783.900 Bauwerke beschädigt. Schäden betrafen auch die meisten Brücken und Straßen in diesen Gebieten. Der Gesamtschaden durch das Erdbeben belief sich auf 1.300 Millionen US-Dollar. Die Auswirkungen des Erdbebens waren auch im südlichen Teil des benachbarten Pakistans zu spüren, wo 18 Menschen starben und etwa 100 verletzt wurden. Am 17. August 1999 ereignete sich ein Erdbeben in der Nähe der türkischen Stadt Izmit, die 56 Meilen südlich von Istanbul liegt. Seine Magnitude betrug Punkte auf der Richterskala. Infolge des Erdbebens bildete sich im Marmara-Meer ein Tsunami mit Wellenhöhen von bis zu 10 Fuß. Die Zahl der Todesopfer lag nach offiziellen Angaben bei 17.217. Die Zahl der Verletzten 43.959. Etwa 600.000 Menschen wurden obdachlos. In der Stadt wurden Strom- und Kommunikationsleitungen sowie Wasserversorgungssysteme stark beschädigt. Die anfänglichen Schadensschätzungen überstiegen 25 Milliarden $, aber später erhöhte sich diese Zahl um weitere 5 bis 7 Milliarden. 1998 ereignete sich im Atlantischen Becken einer der stärksten tropischen Wirbelstürme. Hurrikan Mitch, dessen Windgeschwindigkeit 177 Meilen pro Stunde erreichte. Aufgrund der langsamen Fortbewegung. Vom 29. Oktober bis zum 3. November brachte der Hurrikan rekordverdächtige Niederschläge nach Honduras, Guatemala und Nicaragua. Inoffiziellen Angaben zufolge fielen stellenweise bis zu 75 Zoll Regen. Ende 1998 wurde bestätigt, dass mindestens 11.374 Menschen ums Leben kamen. Und mehr als 11.000 werden vermisst. Die wahre Zahl der Opfer wird wahrscheinlich unbekannt bleiben. Darüber hinaus wurden etwa 2,7 Millionen Menschen obdachlos. Der Gesamtschaden, der durch die Naturkatastrophe verursacht wurde, wird auf etwa 6 Milliarden $ zu den Preisen von 1998 geschätzt. Globale Erwärmung, Umweltverschmutzung und entwickelte Industrie führen zu einem Ungleichgewicht der Ökosysteme des Planeten. Erdbeben entstehen, wenn sich tektonische Platten verschieben und starke Erschütterungen der Erdoberfläche verursachen. Die Magnitude von Erdbeben wird auf der Richterskala von 1 bis 10 gemessen. Vulkanausbrüche treten auf.
wenn heiße Magma aus dem Erdinneren aufsteigt und durch die Spitze des Vulkans nach außen bricht. Zusammen mit der Lava wird vulkanische Asche in die Luft geschleudert, die eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen und Tieren darstellt. Ein Tsunami ist eine Serie riesiger Ozeanwellen, die meist durch Unterwassererdbeben entstehen. Diese Wellen treffen plötzlich auf die Küste und führen zu zahlreichen Opfern. Die Höhe der Wellen kann erreichen. Überschwemmungen sind Naturkatastrophen, die auftreten, wenn der Wasserstand in Flüssen und Meeren plötzlich ansteigt. Plötzliche Überschwemmungen können ganze Siedlungen wegspülen. Ein heißer, trockener Sommer wird oft von großflächigen Waldbränden und schweren Dürren begleitet. Waldbrände sind besonders gefährlich bei starkem Wind, da sie sich schnell ausbreiten. Dürre führt zu Hungersnot, weil der Boden austrocknet und es unmöglich ist, darauf Pflanzen und Gemüse anzubauen. Tornados sind mächtige Wirbelstürme, die Gebäude zerstören und Menschen, Tiere und schwere Gegenstände in die Luft heben können. Tornados und Hurrikane treten häufig in Amerika und im Atlantischen Ozean auf. Erdrutsche treten auf, wenn der Boden und die Steine anhängen locker und gesättigt werden. Mit Feuchtigkeit und beginnen, von Hügeln und Bergen abzurutschen. Naturkatastrophen bringen vielen Ländern und Völkern enormes Leid. Sie fordern viele Menschenleben. Tausende Menschen bleiben ohne Dach über dem Kopf, ohne Lebensgrundlage und benötigen medizinische und psychologische Unterstützung. Und ich habe, Freunde, ein interessantes Angebot für euch. Ihr habt die einzigartige Möglichkeit, Teil unseres Teams zu werden. Wenn ihr über Fähigkeiten im Videoschnitt verfügt, könnt ihr Videos auf Russisch, Englisch und in anderen Sprachen vertonen. Oder interessante Drehbücher schreiben. Wir würden uns freuen, mit euch zusammenzuarbeiten. Schreibt unserem Telegram-Bot. Der Link ist in der Beschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.